There's not a day I don't go by about thinking about him. What if I just grabbed him, locked him in the back of my truck? Die Fans von Pawn Stars haben Corey Harrisons Entwicklung aus erster Hand miterlebt. Sein Weg war alles andere als einfach und reichte vom Kampf gegen „Mein Sohn hat großen Mist gebaut. Sein Leben ist vorbei“, lautet die schockierende Erklärung, mit der Rick Harrison sein Schweigen bricht. Was ist eigentlich mit Corey Big Hoss Harrison passiert und warum behauptet Rick, dass das Leben seines Sohnes zerstört wurde? Glauben Sie, dass Corey eine weitere Chance verdient? Schreiben Sie 1 für Ja oder 0 für Nein in den Kommentar. Endlich kommt die Wahrheit über diese Familientragödie ans Licht. Und was wir entdeckt haben, ist unglaublich tragisch. Das Leben und die Familienkrise von Corey Harrison. Mit der Verschärfung der gerichtlichen Auseinandersetzungen und den schweren Zerwürfnissen zwischen den Familienmitgliedern wurde die Lage der Familie Harrison von Tag zu Tag komplizierter. Das zuvor reibungslos funktionierende Familienunternehmen, das durch Pawn Stars in der ganzen Welt bekannt geworden war, stand nun im Mittelpunkt eines heftigen und viel beachteten Gerichtsstreits, während Unterstützer und Schaulustige schockiert zusahen, wie die ehemals eng verbundene Familie vor ihren Augen auseinanderzufallen begann, wurde der Gerichtssaal zum neuen Schlachtfeld, auf dem jede Seite ihre Argumente vortrug. Im Mittelpunkt des Streits stand Rick Harrison, ein Mann, der für seinen ausgeprägten Geschäftssinn und seine Fähigkeit bekannt war, mit seltenen Artefakten Geld zu machen. Er hatte das Pfandhaus der Familie in ein florierendes Unternehmen verwandelt und war viele Jahre lang dessen Sprecher. Doch dieses Mal verteidigte er seinen eigenen Ruf, anstatt um den Preis eines teuren Gegenstandes zu feilschen. Die treue Fangemeinde der Show wurde von seiner Mutter Joanne Harrison erschüttert, die ihn des Verrats beschuldigte. Rick wurde in der von ihr eingereichten Klage als ein Mann dargestellt, der sie zu einem Zeitpunkt ausgenutzt hatte, als sie am verletzlichsten war. Joanne sagte, Rick habe sie gezwungen, Papiere zu unterschreiben, mit denen sie ihre Mehrheitsbeteiligung am Gold- und Silberpfandhaus aufgab, nachdem sie in den frühen 2000er Jahren schwere gesundheitliche Probleme hatte und aus dem Koma erwachte. Sie erklärte nun, dass sie diese Entscheidung bereue und dass sie sich der Tragweite dessen, was sie damals unterschrieb, nicht voll bewusst gewesen sei. Rick bestritt jedoch vehement jegliches Fehlverhalten. Er behauptete, dass es bei dem Verfahren keinen Betrug gegeben habe und dass die Unterlagen völlig rechtmäßig gewesen seien. Er behauptete, dass seine Mutter von anderen Kräften dazu verleitet wurde, ihn mit unbegründeten Anschuldigungen zu verfolgen, um ein unnötiges Drama zu verursachen. Joannes Anwaltsteam entgegnete, sie habe ihren Anteil freiwillig abgegeben und es fehle ihr die rechtliche Grundlage, die Vereinbarung so viele Jahre später anzufechten. Auch wenn er sich bemühte, sich als Opfer darzustellen, haben die Anschuldigungen seinem Ruf zweifellos geschadet. Pawn Stars, ein privates und bekanntes Gerichtsverfahren. Schon bald wurde deutlich, dass der Schaden weit über den finanziellen Aspekt hinausging. Denn der Rechtsstreit zog sich weiterhin und führte zu einer tiefen Spaltung der Familie Harrison. Die Familienmitglieder ergriffen Partei und der erbitterte Streit machte es der Familie fast unmöglich, so weiterzumachen wie bisher. Langjährige Pawn Stars Zuschauer, die sich an die Dynamik der Familie Harrison gewöhnt hatten, fragten sich, ob das Pfandhaus selbst die Folgen eines solch heftigen und emotionalen Streits aushalten würde. Dies war jedoch nicht die einzige Kontroverse, die Pawn Stars betraf. Ein weiterer bedeutender Streit entwickelte sich innerhalb des Unternehmens, während Rick zu Hause mit rechtlichen Problemen zu kämpfen hatte. Der beliebteste und humorvollste Charakter der Sendung, Austin Chumley Russell, geriet nach seiner Verhaftung im Jahr 2016 in große rechtliche Probleme. Als Polizeibeamte sein Haus betraten, entdeckten sie schockierende Dinge, die die Pawn Stars Gemeinschaft erschütterten. Er wurde wegen zahlreicher Vergehen verhaftet, nachdem die Behörden verbotene Gegenstände entdeckt hatten. Chumley, der lange Zeit als der fröhliche, alberne Mitarbeiter galt, der die Sendung auflockerte, fand sich in einer Situation wieder,
die alles andere als amüsant war. Die Fans waren verblüfft, denn sie hätten nie gedacht, dass der liebenswerte Kumpel einmal in ein so schwerwiegendes Rechtsproblem verwickelt sein würde. Chumlee willigte schließlich in einen Vergleich ein, um einer langen Gefängnisstrafe zu entgehen. Aber der Schaden für seinen Ruf und den des Pfandleihers war bereits angerichtet. Gleichzeitig vermisste der alte Mann Richard Harrison ihn mehr denn je. Bis zu seinem Tod im Jahr 2018 war er die solide, verlässliche Kraft, die alles zusammenhielt. Das Geschäft hatte von seinem langjährigen Fachwissen, seinem scharfen Verstand und seiner unbestechlichen Art profitiert. Das Fundament des Gold- und Silberpfandhauses schien durch seine Abwesenheit zu bröckeln. Die Popularität von Pawn Stars beruhte auf einer besonderen Mischung aus Geschäftssinn, faszinierender Geschichte und unterhaltsamer Unterhaltung. Die Zuschauer genossen es, Rick Harrison und seine Gruppe dabei zu beobachten, wie sie seltene Artefakte begutachteten, Geschäfte abschlossen und die faszinierenden Hintergrundgeschichten seltsamer Gegenstände erforschten. Aber auch die Familiendynamik trug wesentlich zur Popularität der Sendung bei, die über die Routinetätigkeiten des Ladens hinausging. Ein warmes und sympathisches Element wurde dem Programm durch das fröhliche Geplänkel zwischen Rick, seinem Vater Richard Old Man Harrison und ihrem langjährigen Mitarbeiter Austin Chumlee Russell hinzugefügt. Der alte Mann gab Anleitung und Disziplin. Rick war der scharfsinnige Geschäftsmann und Chumlee war die komische Abwechslung. Er machte bei der Erfüllung seiner Aufgaben häufig Fehler, aber das Publikum fand ihn trotzdem liebenswert. Die Realität hinter den Kulissen war jedoch alles andere als glücklich. Trotz der humorvollen Fassade der Show. Persönliche Probleme tauchten auf, als das Geschäft wuchs und die Zuschauerzahlen der Show ein Millionenpublikum erreichten. Was als familiengeführtes Pfandhaus begann, wurde schnell zum Mittelpunkt eines sehr privaten und bekannten Gerichtsverfahrens, das das Leben der Harrisons für immer verändern sollte. Joanne Harrison, Ricks eigene Mutter, reichte eine aufsehenerregende Klage ein, die den Ärger auslöste. Der Rechtsstreit beruht auf der Behauptung, Rick habe sie ihrer rechtmäßigen Autorität über das Pfandhaus beraubt und sie in einem verletzlichen Moment ausgenutzt. Joanne sagte, dass Rick sie, nachdem sie Anfang der 2000er Jahre aus dem Koma erwacht war, dazu überredet hatte, ihren 51-prozentigen Anteil am Gold- und Silberpfandhaus abzutreten, ohne sich über die Folgen ihrer Entscheidung im Klaren zu sein. Jahrelang schwieg sie, doch nach dem Tod von Richard Harrison im Jahr 2018 spitzte sich die Lage zu. Joanne behauptet, dass Richard ihr die vollständige Kontrolle über das Geschäft geben sollte, indem er seinen Anteil von 49% übertrug. Als sie jedoch versuchte, ihren Anteil einzufordern, stellte sie fest, dass Rick die erforderlichen Unterlagen nicht vorgelegt hatte. Sie behauptete auch, dass sie keine vollständige Buchführung über Bargeld und Silber im Wert von über $500.000 erhalten konnte, die ihrer Meinung nach ihr gehörten, und dass ihr der Zugang zu Bankdaten verweigert wurde. Der Streit eskalierte schnell zu einem ausgewachsenen Konflikt, und Joanne reichte eine Klage gegen ihren eigenen Sohn ein. In ihrer Klage forderte sie nicht nur ihren gerechten Anteil am Unternehmen, sondern auch eine einstweilige Verfügung, um Rick daran zu hindern, Vermögenswerte ohne ihre Zustimmung zu veräußern, indem sie Rick als jemanden darstellte, der rechtliche Schlupflöcher und Betrug ausgenutzt hatte, um die totale Kontrolle über das Pfandhaus zu erlangen und sie dabei völlig auszuschließen, vermittelte sie das Bild eines Verräters. Rick wies diese Vorwürfe jedoch vehement zurück. Er sagte, seine Mutter habe ihr Eigentum an dem Unternehmen vor Jahren freiwillig übertragen und alles sei rechtmäßig gewesen. Er behauptete, sie sei von anderen Kräften, einschließlich Anwälten oder anderen Familienmitgliedern, unter Druck gesetzt worden, sich ihm vor Gericht zu widersetzen, um finanzielle Vorteile zu erzielen. Seiner Ansicht nach handelte es sich lediglich um einen bedauerlichen Familienkonflikt, der unnötigerweise ins Rampenlicht gerückt worden war. Die Familie Harrison wurde durch die Fortsetzung des Gerichtsstreits tief gespalten.
Das ehemals eng verbundene Familienunternehmen wurde durch die Parteinahme von Verwandten irreparabel zerrissen. Langjährigen Pornstars-Zuschauern fiel es schwer, die Turbulenzen, die sich hinter den Kulissen abspielten, mit der Familiendynamik in Verbindung zu bringen, die sie aus dem Fernsehen kannten, und der öffentliche Charakter der Fehde machte die Sache nur noch schlimmer. Rechtsstreitigkeiten und Anschuldigungen hin und her. Dies war mehr als nur ein Familiendrama. Wir waren in einen Kampf verwickelt, und das Geschäft selbst geriet ins Wanken. Als es gerade so aussah, als könne es nicht mehr schlimmer werden. Die Pfandleihhäuser verzeichneten infolge der Covid-19-Pandemie einen starken Gewinnrückgang. Das Geschäft, das zuvor mehr als $1 Million pro Jahr erwirtschaftet hatte, brachte im Jahr 2020 nur noch $37.000 ein. Aber selbst dieser einmalige finanzielle Verlust verblasste im Vergleich zu den persönlichen Tragödien, die an der Show Beteiligten erlitten. Chumlee ist das Thema des Gesprächs. Viele Jahre lang spielte er die Rolle des Comic Reliefs, der Person, die nicht besonders schlau war, aber trotzdem seine Arbeit behalten konnte. Doch abseits des Bildschirms wird eine andere Geschichte erzählt. Im Jahre 2012 wurde eine Straßenschlägerei mit der Kamera aufgezeichnet. Im Rahmen der Ermittlungen wegen eines sexuellen Übergriffs wurde 2016 ein Durchsuchungsbefehl in seiner Wohnung vollstreckt. Neben Methamphetamin, Marihuana und nicht registrierten Waffen entdeckten sie eine Menge Schwierigkeiten. Die Anschuldigungen wegen sexueller Nötigung blieben jedoch erfolglos. Die illegalen Schusswaffen und Drogen wurden jedoch für $30.000 plus weitere $30.000 verkauft. Chumlee musste sich auf einen Vergleich einlassen, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Danach hielt er sich zurück, aber der Schaden für seinen Ruf war irreversibel. Man kann auch sagen, dass Ricks Sohn, Corey Big Hoss Harrison, eine ganze Menge seltsames Verhalten an den Tag legt. Er schaffte es, die Anstalt schnell zu verlassen, indem er in der Öffentlichkeit pinkelte, einen Stuhl warf und beim Motorradfahren in einer Bar in Schwierigkeiten geriet. Als wäre das nicht genug, geriet er auch noch in eine gerichtliche Auseinandersetzung um ein Freizeitfahrzeug, das er gemietet und angeblich beschädigt hatte, wobei er die Verantwortung für den Schaden bestritt. Der Eigentümer des Fahrzeugs behauptet, Corys Helfer habe die Rückgabe des Fahrzeugs hinausgezögert und Ausreden vorgebracht. Das Fahrzeug war mit Flaschen und anderem Müll übersät und bei der Rückgabe innen und außen komplett entsorgt worden. Der Eigentümer schätzte die Kosten auf $30.000. Natürlich wies Corey jede Verantwortung von sich. Die Kontroverse betraf mehr als nur die Hauptdarsteller. Die Sendung stützte sich auf Personen, die als Spezialisten anerkannt waren, um ungewöhnliche Produkte zu bewerten. Aber auch diese waren nicht unumstritten. Ein Spielzeugexperte namens Johnny Jimenez Jr. wurde unter anderem wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Selbst die sogenannten Experten können nicht völlig korrekt sein, wie die Entdeckung des Autogrammexperten John Resnikoff zeigt, der sich bei der Identifizierung einer Unterschrift geirrt hat. Der schlimmste Schlag kam jedoch von dem Sportmemorabilia-Experten Drew Max, der dafür kritisiert wurde, dass er gefälschte Gegenstände beglaubigte. Er konnte aufgrund seiner Bekanntheit im Fernsehen Vertrauen aufbauen. In der Folge verführte er die Kunden zum Kauf von Sportartikeln, die keinerlei Zweck erfüllten. Die Zuschauer begannen sich schließlich zu fragen, ob es sich bei dem ganzen Auftritt um einen Schwindel handelte. Dann, zur gleichen Zeit, war da Olivia Black. Sie trat 2012 den Pornstars bei und gewann schnell an Popularität unter den Mitgliedern der Gruppe. Doch dann verschwand sie. Der Grund? Die Produzenten der Sendung beschlossen, sie sofort aus der Show zu entfernen, als Nacktfotos aus ihrer Vergangenheit im Internet gefunden wurden. Die Kunden waren wütend. Sie wurde nicht aus dem Pfandleihgeschäft selbst gefeuert, sondern nur aus der Sendung. Danach schlug sie eine Karriere als Model und in der Erwachsenenunterhaltung ein und bewies damit, dass sie nicht zulassen würde, dass die Sendung ihre Identität vollständig definiert. Ein Skandal im wahren Leben.
Die Angelegenheit spitzte sich weiter zu, als behauptet wurde, das Pfandhaus habe eine gestohlene antike Münzsammlung eingeschmolzen. Er behauptete, seine Nichte habe seine Sammlung im Wert von $50.000 gestohlen und sie an Pfandhäuser verkauft, die mit Silber und Gold handelten. 1981 ging ihm schließlich das Geld aus, um seine Schulden zu bezahlen. Dann, ohne Vorwarnung, werden wir ins Schlaraffenland umziehen. Wir haben uns entschlossen, nach Las Vegas zu ziehen, aber er konnte die Münzen nicht finden, als er nach ihnen greifen wollte. Das Geschäft sagte, man könne die Münzen nicht identifizieren und habe sie wahrscheinlich eingeschmolzen, sodass der Mann mit nichts dastand. Auch Ricks Versuche, sich außerhalb des Pfandleihhauses zu betätigen, scheiterten. In der Hoffnung, dass die Popularität des Programms es rentabel machen würde, versuchte er, das Pawn Plaza zu bauen, ein Einkaufszentrum mit Geschäften und Restaurants. Es hat nicht funktioniert. Mehrere Geschäfte mussten schließen, als Rick von Ladenbesitzern beschuldigt wurde, das Geschäft nicht zu vermarkten. Nachdem Klagen eingereicht wurden, wurde Pawn Plaza zu einem weiteren gescheiterten Versuch. Im Laufe seines Bestehens ist Pawn Stars immer weniger authentisch geworden. Die Zuschauer begannen zu spüren, dass alles vorbestimmt war. Das spontane Feiern war vorbei. Anstatt echte Kunden mit interessanten Gegenständen kommen zu lassen, die von den Zuschauern mitgebracht wurden, fing die Sendung an, Dinge vorzutäuschen. Aus der ganzen Situation wurde eine Familienseifenoper gemacht und die Argumente der Darsteller schienen erfunden zu sein. Die Sendung, die den Zuschauern einst etwas über Geschichte und Antiquitäten beibrachte, hat sich zu einem Reality-TV-Desaster entwickelt. Als die 21 Staffel ausgestrahlt wurde, war die Magie völlig zerstört. Was einst ein frischer und interessanter Blick auf die Pfandhauskultur war, entwickelte sich zu einer weiteren kontroversen Reality-Sendung, deren Einschaltquoten sanken und die Zahl der Kontroversen stieg. Ein unerwarteter Fund stellte alles auf den Prüfstand, was das Geschäft über seltene Gegenstände zu wissen glaubte, auch wenn es so aussah, als hätten sie schon alles gesehen, was es zu sehen gab. Bonus, Bling in Form eines Fahrrads. Etwas ließ Chumlee abrupt innehalten, nachdem er gerade ein paar Routineaufgaben im Laden erledigt hatte. Der Spacelander war aufgetaucht und stand wie ein glänzender Preis an einem auffälligen Platz in einer Einfahrt. Immerhin hatte Chumlee einige Erfahrung mit Fahrrädern und dieses hier war ein echtes Schmuckstück. Er hatte zwar schon einmal eines in einem Museum gesehen, aber das war das einzige Mal, dass er es aus der Nähe betrachtet hatte. Er beschloss, anzuhalten und es sich anzusehen, denn es war einfach zu schön, um es sich entgehen zu lassen. Es gehörte einer Person, die alte Motorräder oder Fahrräder liebte. Er war kein typischer Sonderling, der ein verstaubtes Fahrrad in der Garage aufbewahrte. Daraus zog er seine größte Befriedigung. Ein überraschender Befund. Es war ein Weihnachtsgeschenk, das er Anfang der 1960er Jahre erhalten hatte. Und seither war es in seinem Besitz. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass er nicht besonders begeistert war, es aufzugeben. Er war viel mehr als das. Es sollte nicht überraschen, dass es nur noch wenige dieser Fahrräder auf der ganzen Welt gibt. Ein ehemaliger Tucker-Autoingenieur hatte die Idee dazu, und es wurden nur etwa 80 Stück produziert. Es gab eine große Anzahl von Fahrrädern, die entweder zurückgelassen oder in Kellern vergraben wurden, da es keine prominenten Fahrradhersteller gab, die an der Massenproduktion von Fahrrädern interessiert waren. Aus diesem Grund war es ein sehr seltenes Ereignis. Chumlee war sich bewusst, dass es sich um eine einmalige Gelegenheit handelte, auch wenn er sich äußerst vorsichtig verhalten musste. $20.000 wurden von der verantwortlichen Person herausgeworfen. Das war nichts, was er kampflos aufgeben wollte, schon gar nicht so viel Geld. Sein Angebot wurde von dem Händler abgelehnt, obwohl er zunächst ein eher bescheidenes Ziel von $7.400 gesetzt hatte. Sie lieferten sich ein vorhersehbares Hin und Her und einigten sich schließlich auf eine Summe
von $8.700. Die Tatsache, dass es nicht billig ist, ändert nichts an der Tatsache, dass es ein ausgezeichnetes Geschäft für etwas ist, das so ungewöhnlich ist. Nach dem Abschluss einer von Chumlees bisher erfolgreichsten Transaktionen schloss er den Kauf ab, nachdem er den beiden Parteien die Hand geschüttelt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die Hauptprüfung wieder im Lebensmittelgeschäft stattfinden würde, ohne eine Ahnung zu haben, wie Rick auf die Erkenntnis reagieren würde, dass er gerade eine beträchtliche Anzahl von Münzen von einem Fahrrad hatte fallen lassen, war ich wirklich verwirrt. Nachdem er festgestellt hatte, dass Chumlee eine beträchtliche Summe Geld ausgegeben hatte, feierte Rick nicht gerade eine Party, was angesichts der Umstände auch zu erwarten war. Als er jedoch einen Blick auf das Fahrrad warf, änderte sich alles. Das betreffende Auto war nicht nur ein altes, verrostetes Auto. Dies hatte zur Folge, dass die Ladenbesitzer aus ihren Läden vertrieben wurden, wenn sie die Fahrräder nicht verkaufen konnten. Von den privaten Sammlern ist nur ein kleiner Teil bekannt. Die meisten sind in Museen zu finden. Der Anstrich und die Komponenten dieses Raumfahrzeugs wurden im Originalzustand erhalten, obwohl es mehrere Jahrzehnte lang stillgelegt war. Es ist ein Paradies für Liebhaber und Sammler. Da es sich bei Rick um Rick handelt, benötigt er genaue Zahlen. Bitte teilen Sie mir den Gesamtbetrag mit. Danke. Wie würden Sie den Markt beschreiben? In Bezug auf sein Thema war Chumlee sehr sachkundig. Die Preise für diese Motorräder schwankten zwischen durchschnittlich 12.000 und 20.000 pro Stück. Manchmal sogar noch mehr. Vorausgesetzt, es fand sich der passende Käufer. Dieses Motorrad ist in einem Zustand, der mit dem der besten derzeit erhältlichen Motorräder durchaus vergleichbar ist. Chumlees erster Bonus und der unerwartete Erfolg eines seltenen Fahrrads. Es war ein nettes Angebot und Rick musste es zugeben. Genau zu diesem Zeitpunkt nahm das Szenario eine unerwartete Wendung. Statt eines Verweises erhielt Chumlee eine willkommene Überraschung in Form seines ersten Bonus, der aus reinen $1.000 von Rick bestand. Für diejenigen, die den Überblick behalten, waren das $1.000. Chumlees hektischer Zeitplan ist in letzter Zeit dem Besitzer des Ladens aufgefallen. Außerdem war diese Vereinbarung das Sahnehäubchen auf dem Ganzen. Diese Art von Tätigkeit verdient eine gewisse Anerkennung. Außerdem war er nicht der Einzige, der einmal einen Fehler machte. Er war es, der mehr Einnahmen für den Laden generierte. Können Sie nun erklären, was Chumlee mit diesem zusätzlichen Geld gemacht hat? Jeder, der ihn kannte, wusste, dass er nicht die Absicht hatte, sein Geld in uninteressante Aktien, Ersparnisse oder Investitionen zu stecken, die ihn nicht interessierten. Seine einzige Idee war es, einen maßgeschneiderten Goldgrill mit Goldzähnen zu haben. Es gab nur einen Plan in seinem Kopf. Warum solltest du nicht auch? Er sah, wie er strahlend grinste, sobald es ihm gelang, das Geld in die Hände zu bekommen. Rick versuchte, ihn dazu zu bringen, seinen gesunden Menschenverstand walten zu lassen und machte einen etwas praktischeren Vorschlag. Vielleicht ist es eine Investition für die Zukunft oder eine Aktie von Apple oder Google. All das war für Chumlee nicht wichtig. Er glaubte, dass Goldzähne die beste Investition aller Zeiten sind. Seine Gedanken kreisten um Bilder von glitzerndem Gold und Diamanten. Und sobald er mit dem Reden fertig war, ging er direkt zum Juwelier. Dieser Spacelander war ein Raumschiff, nicht nur ein Fahrrad. Dies war eine einmalige Gelegenheit, die sich nicht oft bot, und es war ein geschätztes Stück Geschichte. Außerdem trug die Tatsache, dass Chumlee aufgrund der Veranstaltung seinen ersten Bonus erhielt, zu seiner Zufriedenheit bei. Es wurden einige merkwürdige Käufe in diesem Geschäft getätigt. Dieser Wettbewerb war jedoch einer, der in die Geschichte eingehen wird. Das betreffende Fahrrad war mehr als nur ein verstaubtes Sammlerstück. Es hatte eine Geschichte und es gehörte jemandem, der es seit langem zu schätzen wusste. Es wurde in den späten 1950er Jahren von einem Ingenieur mit dem Ziel entwickelt, das Aussehen von Fahrrädern zu verändern. Der Erfinder dieses Produkts war ein Tucker-Auto
und ein Ingenieur von Beruf. In der Hoffnung, dass die Kunden ebenso viele Bestellungen aufgeben würden wie Schwinn, entwickelte er das Konzept für dieses Gerät, produzierte das Äquivalent von 80 Stück und verschickte sie an Fahrradgeschäfte in den USA und Europa. Er stellte nur eine Handvoll davon her und hoffte, dass sie sich wie ein Lauffeuer verbreiten würden. Die meisten von ihnen verschwanden, entweder weggeworfen oder in Lagerräumen und Kellern versteckt, da die großen Unternehmen beschlossen, seinen futuristischen Entwurf zu ignorieren. Der Rahmen war aus Fiberglas gefertigt, einem damals noch unbekannten Material. Die Form war so modern und schnittig, dass sie wie aus einem Science-Fiction-Film wirkte. Für die damalige Zeit war die erste Version sogar mit einer batteriebetriebenen Beleuchtung im Rahmen ausgestattet, was eine revolutionäre Entwicklung war. Zu den Elementen des Fahrrads, die Originalität ausstrahlten, gehörten der einzigartige Kettenschutz und die geschwungenen Schutzbleche. In seinem Bereich war es ein bemerkenswerter Pionier. Dies könnte der Grund dafür sein, dass es nie richtig losging. Ganz einfach, sie waren nicht bereit dafür. Der Besitzer hat dieses Fahrrad fast 50 Jahre lang in hervorragendem Zustand gehalten. Er war nie neu gestrichen oder verändert worden und man hatte ihn nie dem Wetter ausgesetzt, um ihn rosten zu lassen. Es war die Art von Objekt, um die sich die Museen reißen würden. Trotzdem stand es die ganze Zeit in einer Garage und wartete auf die richtige Person, die seinen wahren Wert erkannte. Dem Sohn war klar, dass dies ein riskanter Kauf war. Für etwas, dessen Verkauf eine Weile dauern würde, riskierte er etwa $9.000. Aber er wusste auch, dass dies für den passenden Sammler eine einmalige Gelegenheit war. Gerade für historische Fahrräder, die in so geringer Stückzahl hergestellt wurden, zahlte man einen hohen Preis. Auf der ganzen Welt gab es nur noch wenige Exemplare zu entdecken. Jedes einzelne, das auf dem Markt auftauchte, verschwand schnell wieder. Rick war nicht der Typ, der ohne Plan mit Geld um sich wirft. Die Tatsache, dass er bereit war, Chumlee einen Bonus zu geben, zeigte, dass er wirklich an den Vertrag glaubte. Er hat im Laufe der Jahre eine Menge verdächtiger Transaktionen gesehen. Aber das war nicht der Fall. Sie hatten etwas Einzigartiges, etwas Ungewöhnliches und etwas, das einen großen Gewinn einbringen könnte. Während manche Käufe Schlagzeilen machen, gehen andere in die Geschichte ein. Außerdem gibt es Menschen, die jeden an seiner Fähigkeit zu klugen Entscheidungen zweifeln lassen. Wenn man den gesunden Menschenverstand der Hydraulik unterordnen würde. Wenn es darum geht, bedauerliche Fehler zu begehen, lässt dich Chumlee nie im Stich. Diesmal dreht sich die Geschichte um einen uralten Buick Regal, den er aus irgendeinem Grund in die Firma gebracht haben muss, so dass es aussieht, als sei er direkt aus den 1980er Jahren in die Gegenwart versetzt worden, mit einer umwerfenden Lackierung, die in leuchtenden Neonfarben Midlife Crisis schreit. Der Verkäufer kam mit dem Ziel, diesen Oldtimer zu verkaufen und erklärte, a two dies, weil er seiner Sammlung weitere Autos hinzufüge. Wenn er Glück hatte, konnte er mindestens $2.500 verdienen, obwohl er psychologisch darauf vorbereitet war, das Jahr 2000 zu begrüßen. War jedem, der etwas von Autos verstand, klar, dass die Investition einer beträchtlichen Geldsumme in ein altes Auto dessen Wert nicht sofort steigerte. In Wirklichkeit war dieses Gerät ein glänzender Haufen von schwerem Schrott mit teuren Rädern. Der Besitzer stellte die Einrichtung in seinem überzeugenden Verkaufsgespräch als den Gipfel des Luxus in den USA dar. Er war ziemlich stolz darauf, dass er den Innenraum neu gestaltet hatte, einschließlich des Soundsystems, des Lenkrads und der Sitze. Eine Fallstudie über den Verkauf eines Luxusautos. Auf dem Fahrzeug waren neue Felgen montiert und er hatte das Äußere mit Motiven verziert, die an klassische Lowrider erinnerten. Sie bauten den V6-Motor aus, der in das Fahrzeug eingebaut war, und setzten stattdessen einen V8-Motor ein. In Bezug auf die Anpassung des Fahrzeugs bezeichnete er es als ein Kunstwerk. Jeder,
der auch nur einen Funken gesunden Menschenverstand besaß, war sich der Tatsache bewusst, dass die bloße Tatsache, dass Geld für Modifikationen ausgegeben worden war, nicht automatisch bedeutete, dass das Auto nun eine Fundgrube war. Der Wiederverkaufswert eines Buick Regal aus dieser Zeit blieb unabhängig vom Aufwand, der für die Aufbereitung des Fahrzeugs betrieben wurde, erbärmlich niedrig. Endlich war der Moment gekommen, den alle befürchtet hatten. Obwohl das Auto bereits beschädigt war, als der impulsivste Kunde der Branche es sah, war der Schaden bis zu diesem Zeitpunkt bereits angerichtet worden. Er hatte kein Interesse an etwas anderem. Anstatt die Fassung zu bewahren, was jeder verantwortungsbewusste Verhandlungspartner tun sollte, fing er sofort an, von dem Auto zu schwärmen. Der Händler muss innerlich gestrahlt haben und ein breites Lächeln gehabt haben. Der Käufer war absolut begeistert und hatte sich bereits festgebissen. Außerdem war es an der Zeit, die Zahlen zu besprechen. Und der Preis sollte dies widerspiegeln. Der Verkäufer hat mindestens $10.000 in dieses Auto investiert. Er war sich jedoch bewusst, dass er sich nie wieder von seinem Zustand erholen würde. Obwohl er den Eindruck hatte, dass ein Wunder geschehen würde, unterbreitete er entschlossen sein Angebot von $2.500. Die Menschen haben ein starkes Bedürfnis, ihr Auto individuell zu gestalten. Außerdem wurde der Wert des Fahrzeugs trotz der Tatsache, dass sie eine beträchtliche Menge Geld für eine individuelle Lackierung und teure Räder ausgegeben haben, in keiner Weise durch diese Verbesserungen beeinträchtigt. Das Angebot von $1.000 war in keiner Weise schmeichelhaft. An diesem Punkt begann die eigentliche Verhandlungsphase. Seine Kaufentscheidungen waren zweifelhaft und die Behauptung des Verkäufers, dass allein die Reifen $1.000 wert seien, unterstrich nur, wie problematisch seine Entscheidungen gewesen waren. Die Gespräche, die hin und her gingen, waren der quälendste Teil der Situation. Der Verkäufer bestand darauf, dass der Preis über 2.000 liegen sollte, und anstatt vom Vertrag zurückzutreten, entschied der eilige Käufer, dass das Angebot ausreichend sei, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. In diesem Moment war die gesamte Transaktion gesichert. Derjenige mit dem unberechenbarsten Ausgabeverhalten hatte vor kurzem ein mehrere Jahrzehnte altes Auto gekauft, auf das er keinen Rechtsanspruch hatte. Unmittelbar nach dem Erwerb seiner jüngsten Errungenschaft verschwendete er keine Zeit mit den Vorbereitungen. Er war bereit, einen größeren Geldbetrag aus dem Auto zu nehmen. Der zweite Ort, den wir aufsuchten: War Counts Customs, ein weltbekanntes Unternehmen, das dafür bekannt ist, klassische Automobile in etwas zu verwandeln, das wesentlich akzeptabler ist. Die übrigen Teammitglieder wussten, was sich in der Pfandleihe abspielen würde. Die Mitarbeiter konnten sich nicht beherrschen, wenn es darum ging, Geld für Dinge auszugeben, die ihrer Situation nicht angemessen waren. Ein paar Tage später kehrte er an seinen Arbeitsplatz zurück, prahlte mit seinen Erfolgen und strahlte mit einem breiten Lächeln. Seine Vorfreude auf die Musik, die er für sein neuestes Meisterwerk hielt, war mit Händen zu greifen. Es bedurfte keiner großen Anstrengung, um die Reaktionen seiner Kollegen vorauszusehen. Keiner von ihnen war von dem, was sie sahen, in irgendeiner Weise beeindruckt. Jemand, der schon viele finanzielle Katastrophen erlebt hat, kann nicht nachvollziehen, warum man $2.000 für ein Fahrzeug ausgibt, das es kaum verdient hat, auf dem Schrottplatz zu landen. Der Besitzer des Ladens war ein sehr erfahrener Mensch, der schon viele finanzielle Katastrophen erlebt hatte. An seinem Gesichtsausdruck konnte man ablesen, wie er über die Situation dachte. Dies war jedoch nur der Anfang des finanziellen Desasters, das noch auf uns lauerte. Mehr als $3.000 sind in dieses bodenlose Loch geflossen, das nun mit mehr Geld gefüllt wurde. Zu diesem Zeitpunkt belief sich der Gesamtbetrag des investierten Geldes auf beachtliche $5.000. Das Ergebnis dieser lächerlichen Geldausgabe: ein Fahrzeug, das gerade aufsteigt. In diesem Moment war die Veränderung abgeschlossen. Durch den Einbau einer Hydraulik war das Fahrzeug nun in der Lage, auf ein Kommando hin auszuschlagen. Es war der Höhepunkt
einer Reihe von Fehlentscheidungen, die zu diesem Ergebnis führten. Der Inhaber des Unternehmens schien sich mit der Tatsache zufrieden zu geben, dass man nichts an der Situation ändern konnte. Die direkteste Sichtweise vertrat der ranghöchste Mitarbeiter des Unternehmens, der als vertrauenswürdig und offen bekannt war. Nach seinen Worten war es das Lächerlichste, was er je in seinem Leben gesehen hatte. Der neue Besitzer des Wagens wusste jedoch nichts von der Beschwerde, die eingereicht worden war. Während er eifrig über das hydraulische System diskutierte, hüpfte er mit demselben Enthusiasmus mit dem Auto auf und ab wie ein Kind, das gerade ein neues Spielzeug bekommen hat. Er besaß sogar die Frechheit, dem dienstältesten Angestellten des Unternehmens eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Doch dieser lehnte das Angebot mit einem finsteren Lächeln im Gesicht ab. Zu diesem Zeitpunkt gab es keinen anderen Interessenten für das Auto, das für $5.000 gekauft worden war. Derjenige, dem der Verkauf gelang, konnte mit $2.000 in der Tasche davonkommen, und er muss froh gewesen sein, dass jemand die Dreistigkeit besaß, ihm das Auto wegzunehmen. Während all dies geschah, war der extravaganteste Kunde des Ladens überzeugt, das Geschäft seines Lebens gemacht zu haben. Was denken Sie? Ist Rick zu weit gegangen oder sollte er Corey noch eine Chance geben? Wenn Sie glauben, dass Corey die Dinge verbessern kann, geben Sie eine 1. Wenn Sie glauben, dass es zu spät ist, geben Sie eine 0, um sicher zu gehen, dass Sie keine Pawnstars-Updates verpassen. Drücken Sie die Benachrichtigungsglocke, mögen Sie dieses Video und abonnieren Sie den Kanal. Um noch mehr verblüffende Enthüllungen über die Harrison-Familie zu erfahren, klicken Sie gleich auf das nächste Video. Vielen Dank fürs Ansehen.